Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget und heute habe ich wieder den guten alten Paul zu Gast dabei. Hallöchen. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, freut mich. Das erste Video im neuen Jahr mit uns beiden hier. Ne? Ist ja jetzt nicht so lange her, das letzte. Ne? Ja, nee. Aber freut mich natürlich. Ist sehr, sehr coole Sache. Denn wir haben nämlich ein sehr, sehr cooles Projekt, was so, ja, denke ich mal, was so spontan entstanden ist. Paul und ich, wir spielen ja beide in derselben Gilde, in der Holzfällerhütte auf W50. Das haben wir ja zusammen gestartet und alles so. Und ja, wir spielen beide einen Krieger. Ich kann ja mal kurz hier mal einen Vergleich machen. So. Wir spielen beide einen Krieger, waren beide immer ja, so relativ gleich auf. Wir haben beide, sagen wir mal, die gleichen Voraussetzungen so. Und deswegen ist es ziemlich spannend, das Ganze auch zu beobachten. Und das war immer so ein Kopf-an-Kopf-Rennen immer so gewesen. Dann hast du mal ein Level gemacht, dann habe ich ein Level gemacht und so. Und jetzt ist es halt aufgefallen, dass ich halt deutlich mehr Level schon gemacht habe als du. Das hat natürlich einen bestimmten Grund. Es hat einen Grund. Ne? Ja, ist jetzt nicht so, dass ich unbedingt schlecht bin. Nee. Ich kann es ja erklären, was ja, das da eigentlich los ist. Erläuter das mal. Oder was ich mir dabei gedacht habe bei der ganzen Sache. Der eine oder andere weiß es schon, die meisten wissen es wahrscheinlich noch nicht. Denn auf meinem Char W50 habe ich mir gedacht, oder ich wollte es für mich mal ausprobieren, nämlich das Thema Dungeon Stop. Ich hebe mir wirklich aktuell jeden einzelnen Dungeon auf, lege wirklich absolut gar nichts, um dann mit einer höheren Stufe alle auf einmal zu legen. Und jetzt fragen sich natürlich manche, warum mache ich das? Was habe ich davon? Was ist die Taktik dahinter? Und darüber wollen wir heute, denke ich, ein bisschen reden. Ne? Ja, also es gibt ja schon seit längerem so ein bisschen die Theorie, dass wenn man sich Dungeons spart für später, dann hat man quasi mehr von der Alu. Ich kann es ja mal so ein bisschen versuchen zu erläutern. Es gibt ja ab der Stufe 393 gibt es ja diese XP-Kurve, die immer steigt, die ihr schon ganz oft gesehen habt. Die steigt und bei 393 erreicht die ihren Peak und dann flacht sie wieder so langsam ab. Das heißt, pro Level bekommt man dann ab der Stufe dann weniger Erfahrung, so höher man im Level ist. Und da setzt dann genau diese Dungeon-Spar-Strategie an. Und zwar ist quasi der Sinn dahinter, also berichtige mich, Paul, falls ich da irgendwas falsch sage oder so. Nee, berichtige mich nicht. Der Sinn dahinter ist, bei der Strategie halt mit besserer Alu oder effizienterer Alu länger zu questen. Das heißt, wenn ich jetzt als Beispiel jetzt hier durch die Dungeons böllere hier die ganze Zeit so, jetzt kann ich hier nicht draufdrücken, oder was? So, ja, und hier versuche die Dungeons hier wegzuklatschen und so und hier XP zu grabben und alles sowas, dann bekomme ich natürlich durch diese Gegner jede Menge Erfahrung. Und durch diese Erfahrung steige ich natürlich auch höher im Level. Der Vorteil ist natürlich, man bekommt besseres Equipment, man bekommt erstmal zumindest bis zur Stufe 393 noch bessere Erfahrungspunkte. Das Ding ist aber, nachher ist man halt im Level schon relativ weit fortgeschritten und dann hat man nachher keine Dungeons mehr. Das heißt, man hat quasi durch diese Erfahrung, die man mit den Dungeons gemacht hat, Erfahrung vorweggenommen, die man eigentlich durch das Questen auch bekommen kann, und zwar durch länger besseres Questen. So, man nimmt sich quasi was vorweg, sozusagen. Ja. Ne? Wie würdest du das? Man tut sich halt irgendwie in die Minus-XP böllern. Schneller, ne? Weil der Vorteil ist natürlich, wie gesagt, höheres Level, besseres Equip. Du verdienst in den Quests natürlich mehr Gold, weil die Goldkurve geht nicht runter, die geht erst dann richtig hoch, später erst so 460, 470. Also es hat natürlich auch Vorteile, nicht nur Nachteile. Aber was ich halt wirklich probiere, ist halt so lang wie möglich halt die vielen XP aus den Quests mitzunehmen. Ne? So lang wie möglich XP zu questen, um dann auf einen Schlag den Switch zu machen. Also ich werde komplett XP spielen bis 460, 470 rum und mache dann komplett einmal den ganz harten Switch auf Goldquesten und werde an dem Zeitpunkt dann wirklich alle Dungeons so weit wie es geht dann auf einmal durchböllern, um dann so eine große Distanz wie möglich zu machen, zu dem aktuellen Punkt, wo ich dann die Dungeons mache. Und ich hoffe, das sind dann mehr als 10, 20 Level, die ich dann mache. Und dann direkt den Switch auf Gold Quest und bin hoffentlich dann sogar im Level sogar noch wieder höher als die Leute, die jetzt halt höher sind als ich. Weil
meine Theorie, dort ist er jetzt aktuell 7 Level höher, aber auch schon 7 Level näher, daran weniger XP zu bekommen in den Quests. Jetzt kriegt er noch mehr, aber 3,93 geht es dann schon wieder runter, ne? Und ich nehme halt über eine viel längere Zeit viel mehr XP aus den Quests mit. Und er kann sich halt dann nicht du kannst halt nicht diesen Riesensprung machen dann später, den ich dann machen werde. Und da hoffe ich dann, dass ich dort aufhole, nicht nur XP-technisch, sondern auch goldtechnisch. Dass alles das, was ich an Gold verliere, dann aber auch wieder in den Quests gut mache, weil ich dann hoffentlich natürlich ein paar Level höher bin. Ja, und das ist so der Plan dahinter. Aber ich habe es selbst noch nie ausprobiert. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, wie es funktioniert. Man darf halt auch verschiedene Faktoren nicht vergessen, wie zum Beispiel auch Kalender-XP, ne? Genau, da wollte ich auch noch zukommen. Also es steht jetzt quasi so ein bisschen im Raum, was lohnt sich mehr? Lieber länger mit effizienterer Alu-Questen, dafür aber auf sehr, sehr viel Gold nachher später verzichten, weil man im Level deutlich höher ist. Das heißt, man kommt ja auch wieder ein bisschen weiter voran in den Dungeons durch halt nachher die bessere Skills und sowas etc. pp. Die Goldgrube wirft weniger ab in der Zeit und vor allen Dingen halt auch der Kalender-Level-Up ist ja auch entscheidend dabei, weil man nachher pro Level 1,5 Milliarden Erfahrung einfach mal so bekommt. Und die bekomme ich nachher früher, weil ich ja früher an den 1,5 Milliarden Erfahrungscap dran bin pro Level als du. Und das muss man halt auch noch mit einberechnen. Und jetzt ist halt eben die Debatte, oder jetzt machen wir halt eben daraus dieses Langzeitprojekt, weil wir es halt in der Theorie nicht wirklich festmachen konnten, was besser ist. Setzen wir das Projekt einfach in die Praxis um und das hat sich eben ganz spontan ergeben, weil ich halt gesagt habe, ich knüppel hier weiter durch auf W50 und der Paul hat gesagt, ich spare mir jetzt mal die Dungeons und guck mal, was passiert. So, das ist ja schon seit einiger Zeit mittlerweile, ne? Genau, weißt du noch, hast du auf dem Schirm, seit wann du das ungefähr machst? Warte, ich hab Shakes and Fidget offen. Vielleicht sehe ich meinen letzten gespeicherten Dungeon, den ich gelegt habe. Das war die letzten Dungeons habe ich sogar am 3.12. gelegt, aber auch nur, weil das noch Dungeons waren für die Pets. Ach so, die sind natürlich wichtig. Noch deutlich vor Dezember. Ich glaube, irgendwann im November oder Oktober habe ich meine letzten wichtigen Dungeons bezwungen. Ja. Ich bin auch aktuell an dem Punkt, wo ich auf die meisten Dungeons wirklich eine 100% Chance habe, die zu legen, ne? Ja, das ist natürlich klar. Du könntest jederzeit locker aufholen. Du bist ja von den Stats her auch noch weit vor mir. Ich habe geguckt, ich könnte schon fast bis kurz vor die 400, die mich jetzt in den Dungeons böllern. Ja, das sind natürlich auch kranke Stats hier. Ich glaube, du bist von den Edelsteinen auch noch weiter vor mir. Deswegen hast du auch noch richtig krasse Stats da auch am Start und so. Und das würde dich natürlich locker vor mich katapultieren, wenn du jetzt anfängst, Dungeons zu kloppen. Aber das wäre ja nicht die Intention von diesem Langzeitprojekt. Nein. Und jetzt ist es halt eben, jetzt ziehen wir halt eben ein Jahr durch, oder Paul zieht ein Jahr durch. Und dann werden wir nach dem einen Jahr dann schauen, was hat sich am Ende mehr gelohnt. Wer hat mehr Level, wer hat mehr Stat-Punkte in der Zeit? Kann ich meinen Rückstand von den Skill-Punkten her aufholen? Ich denke mal, das wird relativ easy machbar sein. Aber wird sich das nachher auch halten können, alles, wenn der Paul wieder zurückpusht? Und wenn Paul dann nach diesem einen Jahr dann diesen krassen Push macht, dann muss er ja auch erstmal von der Vorteil, den er hat, ja auch erstmal eine gewisse Zeit profitieren, bis er dann halt wieder vor mir kommt. So ist ja nicht so, wenn du dann einmal anfängst, dich umzurüsten oder alles wegklopfst, dass du dann auf einmal dann diesen Profit hast, sondern das kommt ja dann erst... Ja, das kommt dann erst auf den Punkt, ne? Dann muss man erstmal die Alu klicken und die Vorteile, die dann hoffentlich da sind, genießen. Und eine Sache, die ich auch noch habe, ne? Wo ich sehr drauf gespannt bin, ob das nicht auch ein riesen Vorteil ist nämlich Wirbelwindsturm. Ja. Nämlich bin ich dort erst bei Etage 600 und werde die halt auch erst dann später legen und dann hoffentlich in einem Hexen-Event und werde mir halt das komplett doppelte Gold aus diesem Dungeon nehmen, ne? Ja, das ist halt auch ein riesen Stat-Vorteil, weil du halt hier so viele... Oh, ja moin. So viele Items. Ja, geht's ja. Auch direkt nervig, ne? Ja. Natürlich. Das ist wieder der Vorführeffekt im Video hier. Ja, aber man bekommt da halt so viele Items raus, die halt 1 Skillpunkt bringen hier, also 10 Millionen Gold. Und in meinem Fall dann halt 2 Skillpunkte, ne? Genau, und das ist halt dann, und du kannst alles auf einmal verwerten so und ich kann da halt jetzt nichts großartig, wenn ich die jetzt legen würde, kann ich da halt ja auch nichts großartig mit anfangen irgendwie, wenn jetzt nicht unbedingt zufällig bei der Hexe was am Start ist. Also da kriegst du auch nochmal einen riesen Stat-Punkte-Vorteil. Mir
gegenüber, wenn du das machst. Aber ich hatte mir auch schon überlegt, sparst du ein bisschen, sparst du nicht, aber jetzt mache ich halt wegen dem Projekt halt eben, ziehe ich volle Möhre durch, versuche mein Bestes da zu geben. Legen, was liegt, ne? Genau, und da ist halt dann mein Ziel dahinter so, ich versuche halt über ein höheres Level mehr Skillpunkte zu bekommen, dadurch, dass die Goldkurve dann rapide nachher nach oben geht. Ne? Und das ist halt so meine Strategie dabei. Und ja, von Paul haben wir die ja eben besprochen. Ich bin gespannt, wie das nachher am Ende aussieht. Wer ich weiß nicht, ob auch ein Jahr zu kurz ist vielleicht mit dem Warten, ob du jetzt schon zu früh angefangen hast und das sind alles so eine Sachen, da weiß ich nicht ganz genau, aber da werden wir gucken. Ja, es wird ja nicht genau ein Jahr sein, sondern ich werde halt wirklich warten, bis ich wahrscheinlich Stufe 400, wahrscheinlich so 470 bin. Wahrscheinlich genau bis Stufe 470 und werde ab dem Punkt dann komplett mich wegböllern, dass ich so um die 490 werde und dann direkt Gold questen kann. Ja, okay, krass. Weil ab dem Punkt ist es ja am effektivsten, ne? Also willst du so um die 30 Level nachher dann machen, dann direkt auf 500? Also so 20 Level plus ist mein Ziel. Okay, ja, krass. Das ist natürlich auf dem Levelstand nachher dann schon einiges denn. Ne? Aber du hast ja schon einiges an Dungeons, die du jetzt schon böllern könntest. Ja, also mein Ziel bis dahin ist es, so viel wie möglich Stat-Punkte zu machen, durch mein höheres Level. Und halt eben den Vorteil, ich denke mal, der Vorteil ist jetzt halt auch das Kalender-Level-Up. Da mache ich, denke ich mal, die meiste Erfahrung drüber, wo dir die meiste Erfahrung nachher verloren geht, so ein bisschen. Wo ich halt viel von profitiere. Bis wir halt beide am Cap sind. Ne? Das heißt, ich werde jetzt eine Zeit lang natürlich was verlieren, aber wir werden halt beide dann auch ziemlich nah oder bald halt auch am XP-Cap sein. Und dann ist es halt auch kein Nachteil mehr. Ne? Nee, dann nicht mehr. Aber ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann man diese Stufe erreicht hat, bis man da am Cap ist für Erfahrung. Das weiß ich jetzt nicht ganz aus dem Kopf. Ja, aber das sollte nicht mehr allzu lange dauern. Gut, also wenn ihr dabei sein wollt oder wenn ihr wissen wollt, was lohnt sich mehr, Dungeons sparen oder vielleicht doch direkt durchballern und das vielleicht schon mal euch überlegt habt, ob ihr das selbst mal machen wollt und was besser ist, dann rate ich euch, bleibt das Jahr lang hier. Ja, ich hoffe mal, viele von euch sind in dem Jahr auch noch mit dabei, um dann halt zu gucken, wie sich das Ganze so verhalten hat. Ist halt auch cool, dass es relativ am Anfang des Jahres ist, so kann man das ganz gut abwägen. Ja. Und deswegen bin ich gespannt. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze und ihr findet es auch interessant zuzugucken, wie sich das Ganze hier weiter mit dem Projekt auf W50 verhält und wer dann nachher dann die bessere Strategie fährt, um dann halt das auch später vielleicht auch mal anzuwenden. So, ne? Ja, ansonsten denke ich mal, haben wir soweit alles besprochen. Freut mich sehr, dass dieses spontane Projekt so zustande gekommen ist, weil das hat mich auch persönlich sehr interessiert, was jetzt nun besser ist. Man kann es nicht so hundertprozentig sagen oder so berechnen in der Theorie, deswegen machen wir es in der Praxis und ja. Dankeschön, Paul, dass du hier mal wieder mit zu Gast warst bei mir auf dem Kanal und ich mit dir hier dieses tolle Projekt auch in der tollen Holzfällerhütte zusammen natürlich. Ja. Ne? Das ist natürlich auch sehr, sehr nice. Nicht nur, dass wir auf dem gleichen Server, sondern auch in der gleichen Gilde und alles gleiche so. Gilde, gleiche Klasse, gleiche Bedingungen. Ja, das passt einfach alles. Das ist so top. Das passt echt wie Faust aufs Auge so. Und deswegen freue ich mich da sehr auf das nächste Jahr. Ich bin gespannt, was uns alles so erwarten wird. Auch Shakes and Fidget mäßig, aber auch mit unserem kleinen Side-Projekt hier. Ich meine, es kann ja auch sein, dass jetzt irgendein Content noch kommt, jetzt vielleicht mit dem neuen Backend, was mein komplettes Projekt versaut und du hast halt mega den Win daraus. Man weiß es ja nicht. Ja. Wahrscheinlich eher weniger, aber da ist auch spannend. Spannend zu beobachten auf jeden Fall. Ja, gut. Das war's soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Schaut auch gerne beim lieben Paul vorbei und dann würde ich sagen, hat der Paul auch die letzten Worte und dann würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie schon gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gern hier diesen Daumen da, nach oben am besten. Freue mich über die ganzen Kommentare, schreibt gerne die Meinung dazu. Wie findet ihr das Projekt? Was würdet ihr persönlich selber machen? Wer von euch macht das vielleicht schon selber? In dem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.